Salve. Alea iacta est. Salve, Plebs, Patrizier und Sklaven des Römischen Reiches. Mein Name ist Erster Clem Centurio Bloxus Stellaris Maximus und heute präsentiere ich euch den Stolz der römischen Marine, das Kobi-Set 20071, das Roman Warship. Über 1800 Steinchen, tollster Kobi-Qualität aus der neuen Serie Imperium Romanum. Ich lade euch ganz herzlich auf meinen Bautisch ein, quasi das Maßfeld der Klemmbausteine, um uns dieses Set in der Entstehung und der Geschichte genauer anzuschauen. Weit nach den Iden des Märzes haben wir den Rubikon überschritten, die Würfel sind gefallen. Ich präsentiere euch heute das erste Set hier auf meinem Kanal von Kobi aus der Historical Collection Imperium Romanum, das Kobi-Set 20071, das Roman Warship im Maßstab 1:48, 1810 Steine und 3 Minifiguren. Und schaut euch mal dieses Artwork an, richtig cool, richtig schön kommt diese Galeere daher, wobei Galeere hier der Überbegriff ist. Ich gehe stark von einer Liburne aus, ein schneller, wendiger, zweireihiger Galeerentyp aus der Zeit des, jetzt kommt es, wir schauen uns mal die Rückseite an, Kaiser Marcus Aurelius, und um diese Figur dreht sich heute auch ein wenig meine Besprechung. Natürlich haben wir hier ein tolles Schiff und ja, auch wenn ich mich sehr über diese Minifigur freue, habe ich ein wenig Angst vor der Takelage. Trotzdem wollen wir nicht unterschlagen, dass wir hier noch einen römischen General als Figur dabei haben, einen römischen Senator und passend zu diesem Schiff, weil 3 Figuren reichen nicht, besprechen wir heute natürlich auch noch das Kobi-Setchen, die 206-7, nämlich unsere 3 Legionäre. Auch das bauen wir heute noch, also haben wir quasi heute 2 Sets aus der Imperium Romanum Serie. Und ich finde, für so ein Schiff, das, wie wir sehen hier, 57 cm lang und 35,5 cm hoch wird und 28 cm breit, sind 3 Figuren zu wenig. Und es handelt sich hier nicht um eine Trieme oder auch nicht über eine Bireme, die kennt ihr vielleicht aus vielen Computerspielen der Neuzeit. Nein, wir reden hier über eine Liburne, ein schneller, wendiger Galeerentyp aus der Zeit halt von Marc Aurel, den, und das ist immer typisch bei den Römern, die Liburner, ein Stamm aus der Nähe vom Dalmatien, den heutigen Dalmatien in Kroatien heute erfunden hat. Und die Römer haben gerne Technologien, gerade auch maritime Technologien, übernommen. Das nur mal so als kleiner Fakt, weil wir sprechen heute in den Fakten über unsere Kaiserfigur. Wichtig ist aber natürlich, wie die Figur aussieht und ob wir hier wirklich Takelage spannen müssen. Und das sehen wir wie ein Archäologe eigentlich nur, wenn wir uns hier eingraben in den Karton. Standard bei mir, egal ob Schiff, Panzer oder Flugzeug, der Karton muss einmal fliegen, damit wir uns das Innere angucken können. Ja, Freunde, da haben wir unsere Steine nicht aus dem Altertum, sondern aus Polen. Ganz modern, ganz neu hier auf dem Bautisch liegen mit 4 Bauabschnittstüten, die relativ gut bestückt sind. Ich muss euch sagen, ich hätte mit mehr gerechnet. Was mich besonders freut ist, bei den vielen Sets, die ich von Kobi hier schon gebaut habe, die ja oft militärisch sind und eintönig in der Farbauswahl, habe ich hier viele bunte Steinchen. Hier bei den Schildern zum Beispiel, die wir hier ja auch schon sehen. Das gefällt mir richtig gut und deswegen freue ich mich auf dieses Set. Altersempfehlung ab 9 Jahren, also bin ich frohen Mutes, dass es hier nicht so kompliziert wird. Was ich ein bisschen schade finde auf den ersten Blick ist, dass wir hier so Plastiksegel haben. Das kennen wir auch von älteren Kobi-Schiffen. Ich habe ja auch schon ältere Kobi-Schiffe hier gebaut. Mal gucken, vielleicht ist es ja auch doch nur Stoff mit Plastiküberzug oder Papier mit Plastiküberzug. Das klären wir nachher beim Review. Wir haben noch 2 Plates hier, 8x16er in diesem
ich nenne es mal hellen Nougat-Ton. Und natürlich haben wir eine schöne Bauanleitung, die klammergebunden ist und im Hochglanzdruckverfahren hergestellt wurde. Und Druck ist das Stichwort. Wir haben hier natürlich nur Drucke, keine Aufkleber. Eine Anleitung, die sicherlich viel für uns parat hält bei über 1800 Steinchen. Wichtig ist immer, und deswegen möchte ich es euch erklären, weil ihr vielleicht auch gerade hier mit dieser Serie anfangt bei Kobi, dass wir uns die Tüte 1 schnappen. Also alle anderen Tüten packen wir erstmal an die Seite, die brauchen wir später auch, aber da arbeiten wir uns nämlich vor. Wir nehmen die Tüte 1, reißen die auf, verteilen die Steinchen nach Farbe, Form, Geschmack, Geruch, wie auch immer ihr das möchtet, und dann klemmen wir drauf los von Baustep zu Baustep. Es gibt keine Seitenzahlen, auch wenn das hier so aussieht. Nein, wir bauen drauf los. Wichtig ist, die erste Seite enthält immer eine Legende, damit wir wissen ungefähr, welchen Slope, welchen Wedge, welchen Brick Modified wir benötigen. Ganz wichtig, Pfeile weisen uns immer den Weg, sehen wir hier auch, meistens rot, mal schwarz, mal gibt es auch so Drehkreise, dass wir wissen, wir müssen das Set, das Baustück einmal drehen. Aber das Wichtigste ist, dass der aktuelle Baustep immer der farbliche ist, und hier ist es so ausgerosat, möchte ich mal sagen, in einen Rosaton gehalten. In diesen kleinen Rechtecken sehen wir immer die Steine, die wir benötigen, und auch die Anzahl. Hier sehen wir schon 26 Rounded Slopes, das wird richtig cool. Fertig sind wir dann, übrigens Hinweis noch, wir haben auch so Anlegehilfen, dann wissen wir immer, wie lang ist hier die Bar oder die Plate. Hier seht ihr auch einen schwarzen Pfeil, dass wir hier Bügelperlen aufbringen müssen. Aber kommen wir zum Wichtigen, fertig sind wir dann mit den Baustep. Wir sehen schon, eigentlich haben wir noch mehr Bausteps, aber wir sind fertig mit dem Baustep 254, bei denen es nochmal richtig spannend wird, weil wir 32 Ruder bauen dürfen. Das finde ich gut, dass wir bis zum Ende gefordert werden. Ja, dann haben wir die Teileübersicht. Falls ein Stein fehlt, könnt ihr hier gucken, welcher das ist, und könnt das auf der Kobi-Webseite in deren Bereich gleich monieren. Und ihr seht hier die Anleitungshilfe zum Zusammenbauen der Minifiguren. Und auf der Rückseite haben wir dann etwas Werbung für die Sets, die ich mir natürlich alle bestellt habe. Und es gehört dazu, ich habe es euch angeteasert, dass wir uns kurz auch natürlich den Karton angucken, beziehungsweise den Inhalt unseres kleinen Legionär Battle Pack, so nenne ich es mal. 38 Steinchen, 3 Minifiguren. Ich reiße es nonchalant auf, weil wir wollen die Figuren ja eh irgendwie auf unser Schiff packen. Und da sehen wir, da kommen uns Helmchen entgegen und ein paar Tütchen, 3 Helmchen genau in der Anzahl, und den Standardzettel zum Zusammenbauen der Figuren. Da verhaspel ich mich schon, weil ich es kaum erwarten kann, dieses Set zu bauen. Und wie es so ist, ich kann noch nicht mal erwarten, es zu bauen. Natürlich, das wird mir auch richtig Freude bereiten, aber ich habe auch richtig Spaß, das weiß ich jetzt schon, euch die Fakten rauszusuchen. Bei denen wünsche ich euch viel Spaß, während ihr im Speedbild seht, wie ich meinen Spaß habe beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbild-Zeit ist Faktenzeit. Natürlich tauchen wir heute ein in die Geschichte des alten Roms und des Römischen Reichs. Wir sprechen über einen der bedeutendsten römischen Kaiser, der dem Kobi-Set 20071 beiliegt. Wir reden über Marcus Annius Catilius Severus, oder auch bekannt als Marc Aurel. Marc Aurel, geboren am 26. April 121 nach Christus in Rom, war von 161 bis zu seinem Tod im Jahr 180 römischer Kaiser. Seine Regierungszeit gilt als eine der bedeutendsten in der römischen Geschichte, geprägt von philosophischer Tiefe und einem starken Engagement für das Gemeinwohl. Als letzter der sogenannten 5 guten Kaiser verkörpert er das Ideal eines Philosophen auf dem Thron. Geboren als Marcus Annius Catilius Severus, entstammte Marc Aurel einer angesehenen Senatorenfamilie. Nach dem frühen Tod seines Vaters, Marcus Annius Verus, wuchs er unter der Obhut seines Großvaters auf. Bereits in jungen Jahren zeigte er großes Interesse an der Philosophie, insbesondere an der Stoa, die Selbstdisziplin, Tugend und Gelassenheit gegenüber äußeren Umständen betont. Seine Ausbildung umfasste sowohl philosophische Studien als auch Rhetorik und Recht, was ihn umfassend auf seine zukünftigen Aufgaben vorbereitete.
Im Jahr 138 adoptierte Kaiser Hadrian Antoninus Pius als seinen Nachfolger, der wiederum Marc Aurel adoptierte, um die Thronfolge zu sichern. Nach dem Tod von Antoninus Pius im Jahr 160 bestieg Marc Aurel gemeinsam mit seinem Adoptivbruder Lucius Verus den Thron. Eine seltene Doppelherrschaft in der römischen Geschichte. Diese gemeinsame Regentschaft dauerte bis zum Tod von Lucius Verus im Jahr 169. Marc Aurels Herrschaft war geprägt von zahlreichen militärischen Konflikten. Insbesondere waren der Osten des Reiches durch die Parther, über die Marc Aurels Mitkaiser Lucius Verus triumphierte, und der Donauraum durch diverse Germanenstämme bedroht. Sein letztes Lebensjahrzehnt verbrachte Marc Aurel daher vorwiegend im Feldlager. Hier verfasste er die Selbstbetrachtungen, die ihn der Nachwelt als Philosophenkaiser präsentieren und die mitunter zur Weltliteratur gezählt werden. Vielleicht wegen genau dieser Herausforderungen blieb er seinen philosophischen Überzeugungen treu und verfasste während dieser Feldzüge die erwähnten Selbstbetrachtungen, auch bekannt als Meditationen. Ein Werk, das bis heute als Meisterwerk der stoischen Philosophie gilt. In 12 Büchern reflektiert er über Ethik, Tugend und die menschliche Existenz. Marc Aurel setzte sich für soziale Reformen ein, die darauf abzielten, die Lebensbedingungen der Bürger zu verbessern. Er förderte Bildung und Philosophie und bemühte sich, die Verwaltung des Reiches effizienter und gerechter zu gestalten. Seine Politik spiegelte seine Überzeugung wider, dass die Herrschaft zum Wohle aller und nicht zur persönlichen Bereicherung dienen sollte. Marc Aurel verstarb am 17. März 180 nach Christus in Vindobona, dem heutigen Wien, vermutlich an den Folgen einer Krankheit. Sein Sohn Commodus folgte ihm auf den Thron, dessen Herrschaft jedoch als weniger erfolgreich und zunehmend tyrannisch beschrieben wird. Marc Aurels Vermächtnis als Kaiser und Philosoph bleibt bis heute lebendig. Seine Selbstbetrachtungen bieten zeitlose Weisheiten und Einblicke in das Leben eines Herrschers, der stets nach Tugend und Weisheit strebte. Marc Aurel bleibt ein leuchtendes Beispiel für Führungspersönlichkeiten, Philosophen und all jene, die ein ethisches und vernunftgeleitetes Leben anstreben. In der Neuzeit wurde Marc Aurel wiederentdeckt und erneut als Idealherrscher verehrt. In der Schrift Principe würdigt zum Beispiel Niccolò Machiavelli ihn im Kontrast zu seinen Nachfolgern und den Soldatenkaisern des 3. Jahrhunderts. Auch zum Beispiel der berühmte Philosoph Voltaire und andere Kollegen seiner Zunft erwähnen Marc Aurel in ihren Werken, und dies bis heute. Sein Leben und seine Herrschaft zeigen, dass wahre Stärke oft nicht in der Kontrolle über andere, sondern in der Beherrschung des eigenen Geistes liegt. Zum Abschluss der Faktenzeit noch ein berühmtes Zitat von Marc Aurel: Den größten Teil unserer Fehler machen wir aus Mangel an Geduld. Und ich finde, das ist der perfekte Abschluss der Faktenzeit, weil ich euch einladen möchte, noch das Klemmbaustein-Review und dieses Video generell bis zum Ende zu schauen. Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Review des Kubisets 20071 des Roman Warship des römischen Kriegsschiffs. Nach 5 Stunden und 40 Minuten ist es fertig. Unsere Galeere, unser Roman Warship, das römische Kriegsschiff aus dem Hause Kubi. Und ich kann jetzt schon sagen, es ist eines der besten Sets, die ich von Kubi gebaut habe. Bis zum Ende, da fängt es dann an weh zu tun. Denn ihr seht es vielleicht schon hier, die Takelage. Die hat absolut keinen Spaß gemacht. Ich bin kein Fan von Strippenziehen, deswegen habe ich mich ja für Klemmbausteine mal entschieden. Wir haben es bei Kubi ja auch bei den Titanic-Varianten zum Beispiel. Da ist es aber teilweise nur ein großes Bändchen, aber hier war mir das zu viel. Man verzeihe es mir, wenn es etwas komisch aussieht. Warum es komisch aussieht, und es ist ja auch mein Sinn und Zweck dieses Kanals, euch zu zeigen, wie es ist, liegt auch daran, dass Kubi hier diese Bänder, diese Bändchen viel zu lang beigelegt hat, was aber gut ist, wenn jemand wie ich, der es nicht
kann, dann halt besser es abstimmen kann, also heißt die Knoten anders setzen kann und so weiter. Also ein tolles Set, wie gesagt, 5,5, 6 Stunden braucht man auf jeden Fall und man braucht Platz, denn die Ruder hier, die nehmen dann in der Breite schon ein bisschen was weg. Ich zeige es euch mal hier, auch wenn wir es dadurch ein bisschen aus dem Bild fahren. Ihr seht, es ist sehr breit. Ich hatte die Idee, dieses Schiff ja auf ein Lackregal überhalb meines bestehenden Regalsystems zu bauen und habe festgestellt, das passt gar nicht von der Breite. Also werde ich eine Reihe der Ruder abnehmen. Es sieht klasse aus. Es ist diese neue Themenreihe in der Historical Collection Imperium Romanum, die gefehlt hat, weil Kobi, ja, ich habe es euch extra mal hier, früher ja auch schon andere historische Thematiken hatte, die nicht nur mit Panzern und Ketten und Flugzeugen zu tun hatte. Und ich habe mir die immer wieder gewünscht. Und hier haben wir jetzt eben diese. Ich werde euch alle Sets aus dieser Serie auf jeden Fall vorstellen. So wie hier ich euch ja nicht nur das Roman Warship zeige, sondern auch die 20067, das Roman Battle Pack, so nenne ich es mal, die römischen Soldaten. Da oben seht ihr es. Ich habe es mir ein paar öfter mal gekauft. Und die Figuren liegen da auf den Haufen. Ja, wie fangen wir an? Ich weiß nämlich gar nicht vor lauter Wissenslust, die ich euch mitgeben möchte, wo ich anfangen soll. Aber wir fangen hier beim Klemmbaustein-Review einfach traditionell mit den Klemmbausteinen an. Nämlich mit den Steinen, die übrig geblieben sind. Das ist alles, was von dem Schiff übergeblieben ist. Wir haben hier Bügelperlen, das Übliche. Und aber, das finde ich ganz cool, diese C-Clamps, die wir benötigen, um die Schilder festzumachen, beziehungsweise auch hier oben bei der Standarte. Ich drehe sie euch mal ein bisschen in die Kamera. Hier, da seht ihr sie. Da brauchen wir auch diese C-Clamps. Und Kobi packt die ja immer dabei. Wir kennen es vielleicht bei Flugzeugen. Da empfehle ich euch mal hier oben auf dem i meine Playlist von Kobi. Da seht ihr auch immer, dass ich ganz oft dann hier so C-Clamps über habe. Ja, sprechen wir über die Anleitung vielleicht und über dieses Thema mit den Segeln. Generell, das Schiff hat sehr, sehr viele Bauschritte, die sich wiederholen über eine lange Zeit. Ich zeige es euch mal hier in der Anleitung, die wirklich sonst sehr gut zu lesen ist. Sie hat echt Spaß gemacht zu lesen und zu interpretieren im Sinne bei den gleich euch zu zeigenden Takelagenthemen mit den Seilen. Aber was ich sagen will, hier fängt bei Baustep 4 schon an, dass wir hier diese Rounded Slopes, die 2x2er legen. Und das haben wir halt ganz oft, dass wir halt Schritte haben, die sich einfach ganz oft wiederholen. Hier 17 Mal den Stein legen, da 18 Mal diese runden Slopes von Kobi und so weiter und so fort. Das zieht sich halt ganz lange durch. Wir haben halt hier Rumpf zu machen und bauen ganz oft ganz viele Sachen, ganz oft. Also auch hier 32 Mal, dass wir hier diese 2x2er mit den Bar, also mit dem Griff bauen. Und wie gesagt, das zieht sich richtig durch. Also ganz schlimm, oder ja nicht schlimm, aber ja ganz anstrengend wird es hier bei diesem Baustep, nämlich bei dem Baustep 76, wo wir die ersten Ruder schon legen. Hier immer so kurz und lang, quasi so zweireihig, die wir hier reinklemmen. Dann folgt nämlich dieser Baustep und das seht ihr auch bei mir im Speedbild, dass ich ganz oft diese 2x8er Bricks hier drauf drücke, aber durch die C-Clamps hier sie sich wieder hochdrücken und bis wir es zubauen, fallen die euch immer mal wieder ab, aber dann hält es Bombe. Also wie gesagt, wir haben ganz viele Bauschritte, die wir ganz oft machen müssen. Das ist bei Schiffen aber nun mal so, bis wir dann zu dem Thema kommen, der Takelage. Und die macht wirklich keinen Spaß. Ich mag es nicht zu knoten, das habe ich euch gerade schon gesagt. Und ja, ich finde auch diese Anleitung, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, hier, ihr seht das Geriffelte da oben beim Plus, beim Baustep 206, da habe ich gedacht, Kobi Schläuche, diese Gummischläuche, weil es jetzt so geriffelt ist, aber nein. Und dann hier immer so Knoten und wir haben eine ganze Menge Seile dabei und eine ganze Menge zu knoten. Hier unten kann man es vielleicht sogar noch festklemmen. Das Segel übrigens ist so bedampftes, mit Plastik bedampftes Papier. Das macht auch nicht so Spaß, weil ich da immer Angst habe, dass es vielleicht mal reißt oder irgendwann bricht oder so. Also Stoff wäre hier cooler gewesen und vielleicht besorge ich mir nochmal irgendwann Stoff und dann baue ich es um. Müssen wir mal gucken. Aussehen tut es gut, aber es ist halt Plastik, das ist halt ein bisschen schade. Und ja, ich will mal kurz gucken. Hier, da seht ihr es auch immer erklärt, da wie viel man braucht von den Seilen. Und dann hier Knoten und irgendwie, da wird mir schwindelig. Mache ich da eine Brezel oder was mache ich da? Also das hat mir nicht so Spaß gemacht. Und generell muss man ja auch herausfinden, welches Seil man braucht.
Und ihr seht es hier unten in der Teilübersicht. Da sieht man, wie oft welches Seil, und das sind diese ja, öligen Seile von Kobi, die dadurch es einen leichter machen, geknotet zu werden, aber eure Hände sehen hinterher aus und fühlen sich komisch an, wie als wenn sie eingecremt worden sind. Ich habe es so gemacht und deswegen hatten wir einen kleinen Cut, der ist euch vielleicht aufgefallen bei dem Speedbuild, dass ich mir die Seile in so Tüten gelegt habe, damit ich dann immer wusste, wie oft nehme ich welches Seil. Hier zum Beispiel zweimal das 25 cm Seil, da dreimal das 20 cm Seil und so weiter und so fort. Würde ich euch auch empfehlen, damit ihr einfach beim Bauen dann im Flow bleibt und dazu kommt. Ja, optisch sieht es klasse aus. Es ist schön mit den Rudern. Es sieht ja wirklich auch dadurch, dass es ja, immer so ein bisschen, man trifft es ja nie genau wie eine Anleitung, aber dadurch hat es eine gewisse Dynamik und sieht halt wirklich so aus, als wenn es rudert. Auch hier mit den Steuerrudern richtig cool und die Schilder sowieso und die ganzen vielen Prints hier vorne mit dem Auge und so am Rambug. Das ist klasse und auch hier unsere Standarte sieht auch super bedruckt aus. Ich nehme sie mal raus, sie ist ein bisschen labberig, so, aber sie sieht cool aus, unsere Standarte. Hat hier einen großen Druck. Hat hier auch das SPOR oder SPQR, das ihr da hinten ja auf meiner Fahne seht. Und ja, wir haben diesen römischen Adler in Gold und wir haben halt hier diese typischen ja, Lametta-Dinger auf der Standarte, nicht auf dem Stock bei der Standarte. Also das gefällt mir richtig gut. Das gehört dazu, wenn wir hier ein römisches Kriegsgerät haben. Ihr bekommt natürlich nachher noch einmal so richtig Detailbilder, dann könnt ihr noch mehr sehen, aber wir gehen jetzt erstmal in die, ja, ich würde sagen, in die Personalitäten, die wir dabei haben. Wie gesagt, ein Doppelreview von dem Roman Battle Pack und hier natürlich unserer Galeere. Ich hole sie mal hierher, die Figuren, und dann zeige ich euch die mal so nacheinander. Einmal natürlich hier unser römischer Kaiser. Der Grund, warum ich euch die Fakten vorgelesen habe: Marc Aurel, richtig gut bedruckt mit diesen typischen goldenen Ornamenten, diesen goldenen Brustpanzer, roter Umhang, ein Bart, lange Haare, unten diese Gürtel und überall an den Seiten bedruckt mit diesem typischen Armreif, dieses typische ja, Schmuckwerk, das wir kennen von römischen ja, Darstellungen, und auch hier hinten richtig toll bedruckt und sieht wirklich sehr weise aus, wirklich nach einem Philosophen, richtig klasse. Wir haben auch ein paar Punkte, wo wir es hier aufnoppen können beim Schiff, sonst ist hier auf dem Schiff alles fast sehr, ja, ich sag mal, sehr clean durch die Fliesen, aber wir haben 3 Stellen, wo wir noppen können. Dann haben wir unseren Senator. Ihr werdet mich in einem späteren römischen Kobi-Video auch nochmal so ähnlich sehen, mit dieser typischen roten Farbe der Senatorin, des Senates. So, einmal kurz gucken, dass die Kamera den Herrn auch richtig einfängt. Da haben wir ihn mit diesen kurz geschorenen Haaren, wollte ich gerade sagen, diesen typischen römischen Senatorfrisur mit dieser Toga, so heißt die, glaube ich. Eine Seite halt am Arm frei und über den anderen Arm gehangen. Richtig toll bedruckt. Und hier hinten auch. Und wir haben hier diese Rockteile, die Kobi bei Frauenfiguren oft verwendet. Jetzt hier halt für unseren Senator. Den Senator packen wir mal hier unten ins Unterdeck. Dem ist vielleicht schlecht. Der war vielleicht im Unterdeck und wollte mal gucken, was die freiwilligen oder bezahlten Galeeren, Ruderer hier machen, denn es ist ein Mythos, dass hier nur Sklaven saßen. Das haben uns Asterix und Ben Hur hier ein bisschen anders erzählt, als es in echt war. Es wurden zwar auch mal Sklaven verwendet, die wurden dann aber übrigens auch nur zu Notzeiten, wurden dann aber freigelassen, wenn sie ihren Dienst erfüllt hatten. Sonst waren das alles ja, Seemänner bzw. Soldaten. Und Soldaten ist dann das Stichwort. Wir kommen nämlich jetzt hier zu unserem General, der nämlich sein Gladus schon verloren hatte. Hier haben wir ihn mit goldenen Helm, richtig toll bedruckt, mit 3-Tage-Bart. Deswegen habe ich mich auch für das Video-Thumbnail nicht rasiert extra. Schöne blaue Augen, hier den Umhang, viel roter Stoff, auch wieder diese Armschoner und hier oben diesen Federkeil. Richtig tolle Figur mit Beinschonern und den Sandalen, den berühmten Caligula. Daher hat auch Caligula übrigens seinen Namen Stiefelchen. Hatten wir mal in einem anderen Video. Egal. Die Figur können wir dann nämlich zum Beispiel hier auf das Deck stellen, da. Und dann haben wir noch unsere 3 Figuren unseres römischen Battle Packs.
Die stelle ich mal ganz kurz hierher und dann fangen wir mal an, weil über die habe ich komischerweise für euch mehr zu erzählen als über das Schiff. Zu dem Schiff gibt es auch gleich Fakten, das hört ihr dann, wenn ihr euch die Bilder angucken könnt, nach diesem kleinen Review. Bisschen schwer ist es, Kubi-Figuren hinzustellen, da muss man immer aufpassen, am besten sie abstützen, hier, wie ich das mache, mit dem Pillow, mit dem Wurfspieß. Aber schauen wir uns erst hier unseren Centurio an. Der hat sein Schwert hier in der linken Hand. Das ist auch richtig so, denn der Centurio hat ja keinen Wurfspeer, deswegen konnte er sein Schwert in der linken Hand führen. Das berühmte Gladius, das berühmte Schwert und hier den berühmten roten querstehenden oder horizontal stehenden Federkiel auf seinen Cassis auf dem römischen Helm. Schön auch hier bedruckt die Cingulum, das ist hier diese Lamellen am Gürtel, den Baltea. Also eine richtig tolle Figur, auch mit diesem Umhang im Rot und auch mit Beinschonern und den berühmten Stiefeln, den Caligar, habe ich euch gerade schon gesagt. Und der Helm, klasse, der hier übrigens innen mit Filz gefüllt war und mit Leder am Kopf geschnürt wurde, also in Form gehalten wurde. Dann kommen wir zu unseren römischen Legionären mit dem Schild, das kennt ihr bestimmt, schön bedruckt. Typisch kennen wir das aus der Schildkrötentaktik. Das sogenannte Scutum kennen wir hier mit Griff, dass wir es auch in der Hand arretieren können. Und dann hier unseren Legionär mit beigen Unterkleid, mit so Art Gamaschen, keinen Beischonern, mit den Pillum, diesem Wurfspieß, wo die römischen Legionäre immer zwei hatten. Aus dem einfachen Grund, weil es Wegwerfwaffen waren, die sich quasi verbogen haben, damit der Gegner sie nicht aufnehmen kann und werfen kann. Dann haben wir auch hier wieder den Cassis. Was wir nicht bedruckt haben, leider, ist eine Focate. Das ist der Schal, den die römischen Legionäre immer hatten, damit sie sich nicht an den Rüstungen, an der Lorica segmentata, so hieß diese Rüstung hier, weil sie ja so aufgeteilt war in Segmenten, dass sie sich nicht geschnitten haben oder gerieben haben. Da hatten die mal einen Schal um. Und wir haben auch hier dann bedruckt, aber dafür wieder hier unser Cingulum, diese Lamellen und den Gürtel. Und was Kubi sagt ist, dass man die Figuren auch ausziehen kann und dann sollen sie aussehen wie Zivilisten. Das machen wir mal. Ja, gut, den Rock, den müsste man abnehmen, aber es geht. Den Rock nehme ich mal ab. Und schon haben wir hier wirklich einen römischen Zivilisten. Ohne Helm dann zwar. Hier, so soll er aussehen. Ein bisschen lackig, aber das schreibt Kubi auf der Webseite. Schauen wir uns noch den anderen Legionär an, der dann in Rot, auch wieder das Schild hier, schön gehalten, auch wieder unser Pillum. Dieser Herr hat braune Augen, vielleicht ein Germane oder wie auch immer, aber auf jeden Fall ein römischer Legionär mit hier den Pillum. Leider nicht drauf gedruckt, das wäre noch ganz cool. Ein Pugio, das wäre der Dolch zum Beispiel, oder das Gladius hätte man auch drauf drucken können. Aber auch hier sagt Kubi ja, wenn man die Figur auszieht, hat man eine normale Zivilistenfigur. Schauen wir mal, machen wir auch hier. Zack, auch da den Rock ab. Und auch da hätte man diese Figur in Zivil. Vielleicht gehört der Rock dann aber trotzdem dazu. Aber da sehen wir auch hier so einen Strick, einen Gürtel. Also passt auch. Sieht nur von hinten ein bisschen komisch aus. Aber auf jeden Fall tolle Figuren, die ich jetzt hier so ein bisschen auseinandergenommen habe. Ich schiebe sie mal zur Seite. Es wird nochmal Shorts zu den Figuren geben und auch auf TikTok und Instagram, weil ich einfach finde, dass die sehr cool sind und deswegen habe ich sie mir auch öfter geholt. Kleiner Fakt noch ganz kurz, weil wir haben ja hier ein Centurio. Ein Centurio hat eine Hundertschaft befehligt, deswegen heißt es ja auch Centurie, 100 Stück, die quasi mit die kleinste Einheit war. Also es gab noch Gliederung darunter, aber es hat die berühmteste. 2 Zenturien waren ein Manipel, 3 Manipel waren eine Kohorte, 10 Kohorten waren dann eine Legion. Und dann hatten wir so um die 4.000 bis 6.000 Soldaten. Ist aber immer abhängig, welche Epoche der römischen Zeit man nimmt. Das nochmal ganz kurz so als Hinweis. Und das, was die Römer hier anhaben, diese Figürchen hier, das ist die Tunika, also deren T-Shirt, das ist deren längeres T-Shirt, das ist die Tunika. Das wollte ich euch noch mitgeben. Ja, Freunde. Ach so, und natürlich mit diesem ganzen Gedöns, was sie haben, auch ganz wichtig, haben die römischen Soldaten ca. 30 Kilogramm getragen. Ungefähr müssten die Figuren auch hier so 100 nach Christus darstellen.
wenn ich mich da irre, dürft ihr das gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Dürft ihr sowieso alles in die Kommentare schreiben. Und ich habe euch das ja eben gerade gesagt, beziehungsweise den Spruch von Marc Aurel wiedergegeben. Es dauert halt dieses Review, weil wir einfach viel zu erzählen haben. Schauen wir uns das Schiff einmal nochmal genauer an. Wir haben hier vorne schön mit Baurichtungsumkehr und wir haben hier viele Baurichtungsumkehr, diesen Rammspieß am Bug, wir haben hier dieses Auge, es kommt mir immer so ägyptisch vor, wir haben hier Verzierungen, wir haben da auch Verzierungen und wir haben hier quasi einen Blick, wir haben Löcher in das Unterdeck, da wo wir die Galeerenruderer verorten würden. Wir haben hier die schönen bedruckten Schilder. Ich kann euch sagen, hier diese gebogenen Bars da einzubauen, das hat keinen Spaß gemacht. Aber ihr seht, wir haben es von unten und von oben überall glatt. Wir haben hier den Stand mit dem Aufdruck Roman Warship, den wir hier in Öffnungen versenken. Und von unten haben wir es ganz, ganz glatt. Ich bin echt am Überlegen, ob ich es mal schwimmen lasse, ob es wirklich schwimmt, unsere römische Galeere. Ja, dann seht ihr, wie ich es euch gesagt habe, das Oberdeck ganz glatt. Überall seht ihr hier die Knoten, die viel zu lang sind oder die Bänder, die zu lang sind. Ich wollte es aber nicht schneiden. Ich wollte euch zeigen, dass wir hier wirklich immer etwas Platz haben. Und da oben sieht es auch ganz wild aus am Segel. Also für alle, die es auch nicht so gut können wie ich, habt keine Angst, man hat genug über. Also falls ihr doch schneiden wollt, habt ihr halt ein bisschen Platz. So, dann haben wir dieses typische Kastell, nenne ich es mal, wo hier unser römischer Kaiser draufsteht im Hellblau, das wir bei Kobi ja kennen als Lackierung vieler Flugzeuge, beim Tornado zum Beispiel oder bei der Ilyushin. Da haben wir es auch und wir haben hier hinten so quasi nochmal ein kleines Zeltchen, wo man sich vor Wind und Wetter schützen konnte, sowie dann hier hinten diese Verzierung am Heck. Und ja, ich zeige es einfach mal so, man kann gut durchschauen. Von oben nochmal das Segel. Generell hält es eigentlich ganz gut. Hier unser Mast oder unsere die Masten, so heißt es, Entschuldigung. Ein bisschen Probleme hatte ich hier vorne, weil ich das nicht so ganz gecheckt habe, dass dieses Vordersegel so an dieser Bugspitze vorbeigeht. Naja, aber hat mich Kobi eines Besseren belehrt. Und dann die andere Seite, die genauso aussieht wieder. Und hier von hinten. Ihr seht, ein großes Teil, ich kriege es fast gar nicht ganz drauf. Es ist glatt überall, man hat wenig Stellen, was aufzunoppen hier und von unten sehr cool. Wer also so braune Steine haben möchte, um da irgendwelche alten Schiffe zu bauen, der kommt an dieses Schiff gar nicht dran vorbei, um es vielleicht schlachten zu müssen. Oder vielleicht will man ja auch mal eine Räubergaleere bauen oder wie auch immer. Richtig cool. Ich bin sprachlos. Ich habe jetzt 18 Minuten gequatscht, habe euch noch gar nicht so alles gezeigt, aber dafür gibt es jetzt ja die Detailbilder und auch da bekommt ihr noch mal ein paar Fakten, liebe Freunde. Wie versprochen bekommt ihr Detailbilder, damit ihr euch selber nochmal einen Eindruck vom Kobi-Set 2007-1 verschaffen könnt, unabhängig von meiner Meinung. Und obendrauf aufs Haus gratis gibt es noch einmal historische Fakten, nämlich zur römischen Marine. Die römische Marine spielte eine entscheidende Rolle in der Expansion und Sicherung des Römischen Reiches, obwohl sie oft weniger Beachtung findet als die berühmten Legionen. Ursprünglich war Rom eine Landmacht und besaß kaum maritime Erfahrung. Diese Situation änderte sich drastisch während der Punischen Kriege von 264 bis 146 vor Christus, als Rom gezwungen war, sich gegen die mächtige Seemacht Karthago zu behaupten. Der Bau der ersten römischen Flotte war eine bemerkenswerte Leistung. Die Legende besagt, dass Rom ein gestrandetes karthagisches Kriegsschiff als Vorlage nutzte, um seine eigenen Schiffe zu bauen. Diese Schiffe, ausgestattet mit Rammspornen und bewaffneten Soldaten, waren für den Enterkampf konzipiert. Eine entscheidende Innovation war der Einsatz des Corvus, einer Art Landungsbrücke, die es den römischen Soldaten ermöglichte, feindliche Schiffe zu entern und ihre Überlegenheit im Nahkampf auszuspielen. Mit der erfolgreichen Niederlage Karthagos wurde die römische Marine zu einer dominanten Kraft im Mittelmeer. Rom sicherte sich die Seeherrschaft, die Mare Nostrum, unser Meer, genannt wurde, und kontrollierte Handelsrouten, die für die Versorgung des wachsenden Reiches unverzichtbar waren. Die Marine schützte auch die Küsten vor Piratenüberfällen, die insbesondere im 1. Jahrhundert vor Christus ein großes Problem darstellten, bis Gnaeus Pompeius Magnus erfolgreich gegen sie vorging.
Die römische Marine bestand nicht nur aus Kriegsschiffen, sondern umfasste auch Transportschiffe für Truppen, Pferde und Vorräte. Flottenbasen wie Ravenna und Misenum dienten als strategische Zentren, von denen aus Operationen koordiniert wurden. Die Besatzungen setzten sich aus einer Mischung von römischen Bürgern, Verbündeten und manchmal auch aus zwangsrekrutierten Seeleuten zusammen. Ihr Dienst war anstrengend und gefährlich, wurde jedoch mit dem römischen Bürgerrecht nach 26 Jahren belohnt. In der späteren Kaiserzeit verlor die Marine an Bedeutung, da sich die großen militärischen Konflikte zunehmend auf das Festland verlagerten. Dennoch blieb sie ein wichtiger Bestandteil der römischen Verteidigungsstrategie, insbesondere für den Schutz vor Barbarenüberfällen entlang der Flussgrenzen wie Rhein und Donau. Die römische Marine trug somit nicht nur zur Ausweitung, sondern auch zur Stabilität des Imperiums bei und bleibt ein faszinierendes Beispiel für die Vielseitigkeit der römischen Militärorganisation. Aber Zuschauer, normalerweise würde ich jetzt sagen, da ist das Video schneller zu Ende als, aber sind wir mal ehrlich, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Und auch dieses tolle Set habe ich nicht an einem Tag bauen können. Diese 5,5 Stunden Bauspaß habe ich mir auf 3 Abende aufgeteilt. Denn ich kann dieses Hobby leider nicht in Vollzeit ausführen, auch wenn ich das gerne machen würde. Ich glaube, ihr da draußen würdet auch lieber nur klemmen und klemmen, aber wir alle müssen ja für unser Wein und Brot und unser Olivenöl und unsere Klemmbausteine arbeiten. Ist so. Aber ich liebe diese Serie und deswegen kann ich es kaum erwarten, für euch das nächste Video zu drehen. Zum Beispiel, nehmen wir mal den Karton hier weg und auch diese beiden hier, die Themen mit den Gladiatoren. Hier die Gladiator School oder hier unser Gladiator Battle Pack. Und auf diese Gladiator School, auf diese Schule der massiven Kämpfer, die wir alle lieben, freue ich mich ganz besonders, denn es sieht so aus, als hätten wir hier eine Szene oder einen Spielort aus dem kommenden Film Gladiator 2, die Fortsetzung des grandiosen Films von Ridley Scott mit Russell Crowe. Denn wir haben hier eine Figur, die sieht aus wie Denzel Washington und da unten haben wir wahrscheinlich den Sohn von Maximus. Im November, Mitte November 2024 kommt der Film hier in die Kinos und ich hoffe, es vorher für euch bauen zu können. Ich habe richtig Bock. Ihr seht es ja in meiner Verkleidung und da nochmal fettes Dank an alle Kanalmitglieder, an alle, die spenden oder die mich sonst wie unterstützen. Denn dafür kann ich mir dann solche tollen Kostüme kaufen und solche Videos für euch drehen zu so tollen Sets. Ich habe es im Review eigentlich schon alles gesagt zu diesem Schiff. Es hat Wiederholungen, es nervt mit der Takelage, aber am Ende hat man ein richtig cooles, antikes Kriegsschiff. Das ist Hammer. Ich kann es euch nur, wie gesagt, ans Herz legen. Und ich möchte euch noch was ans Herz legen, nämlich die Serie Rome. Vielleicht habt ihr sie schon mal auf DVD oder Blu-ray irgendwo gesehen oder ihr habt ein Sky bzw. Wow-Abo. Das ist jetzt hier keine Werbung, das ist nur meine eigene Meinung. Dann schaut mal, ob ihr die Serie Rome findet. Von HBO ist diese und HBO ist ja ein Garant für tolle Serien. Und Rome kam vor Band of Brothers oder Game of Thrones, hat aber den Meilenstein für solche tollen Produktionen gelegt. Und gerade Rom ist Hammer, 2 Staffeln voller Fakten, Intrigen und Geschichten eingebettet in der Geschichte des Römischen Reiches. Da lernt man eine ganze Menge. Zum Beispiel, dass die Römer keine Spiegel hatten, sondern poliertes Metall als Spiegel benutzt haben. All solche Geschichten habe ich nicht aus Wikipedia, sondern aus dieser Serie. Also schaut da mal wirklich vorbei. Ich liebe diese Serie. Wollte ich euch mal gesagt haben. Ich liebe diese Serie von HBO, ich liebe diese Serie von Kobi und ich liebe die Serie von Kommentaren und Daumen hoch, die ihr mir gerne hier zu diesem Video lassen könntet. In diesem Sinne, wie immer bei Schiffen sage ich, Schiff Ahoi, auf Wiederbauen, euer Centurio, Blockstar.